Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal in diesem Video meine Sicht erklären, wie Krankheiten entstehen. Also ich habe für mich rausgefunden, dadurch, dass ich sehr viel gelitten habe, ähm, dass wir in einer geistigen Welt leben. Sprich, unsere Seele bewohnt unseren Körper. Das heißt, unser Körper ist nur ein Gefäß, so wie ein Auto, in das wir einsteigen und fahren, damit wir hier in dieser Welt interagieren können. Weil als Seele können wir ja nichts machen. Deswegen brauchen wir einen Körper. Und wenn wir jetzt anfangen zu denken, dann fließt die Energie dahin, wo wir denken. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nur denken, wie komme ich aus meiner Situation raus und findet aber keine Lösung, dann drehen sich die Gedanken im Kreis. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und man nimmt nicht mehr am Leben teil, sodass man anfängt zu stagnieren. Das heißt, man fühlt sich stecken geblieben. Und daraus basiert, dass man Kopfschmerzen kriegt, wenn man die ganze Zeit denkt, weil die Energie ja die ganze Zeit hier im Kopf rumschwirrt. Das heißt, wenn man Kopfschmerzen kriegt, weiß man, okay, ich denke viel zu viel. Das heißt, ich muss wieder irgendwas für den Körper tun. Sport oder Atemtechniken, Meditation, in den Wald spazieren gehen, sowas in der Art. Wenn diese Gedanken allerdings über Jahre hinweg gehen, dann können sich Krankheiten bilden, sprich Krebs oder sonstiges, weil je nachdem, wo wir oder was wir denken, erzeugen wir dementsprechend Gefühle. Und ich habe für mich gelernt, wir haben noch ein Chakrensystem. Das heißt, es sind Energiewirbel, die durch den Körper durchgehen sozusagen und den Körper und die Seele verbinden mit der geistigen Welt sozusagen. Also man kriegt feinstoffliche ähm, Informationen über die Chakren und kann sie mit seinem Körper fühlen sozusagen, in den Organen zum Beispiel oder in den Muskeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel negative Glaubenssätze hat und schlecht von sich denkt, dann staut sich die Energie irgendwo im Körper. Ja, meistens im Herz, wenn man zu wenig Liebe für sich selbst hat. Ähm, und daraus ist zu schließen, dass wenn das über Jahre hinweg geht, dass man dann irgendwann einen Herzinfarkt kriegt, weil die Energie staut sich ja hier. Es wird immer dichter und dichter. Und das Blut kann gar nicht mehr fließen, die Lymphflüssigkeiten können gar nicht mehr fließen. Und daraus resultiert, dass man einen Herzinfarkt kriegt irgendwann. Oder halt Krebs oder irgendwas. Und das ist halt das, was in unserem System einfach übersehen wird von vielen Ärzten oder Psychologen. Die halten sowas gar nicht für möglich. Und deswegen erzähle ich euch das, weil es ist sehr wichtig. Wir müssten eigentlich alle wissen, wie unser Körper und wie diese Welt hier funktioniert, aber keiner hat es uns gesagt. Und ja, jetzt sage ich es euch. Also natürlich könnte ich mich auch täuschen, aber das ist alles meine Erfahrung und für mich macht das alles Sinn. Und ich kriege das auch immer wieder durch meine Außenwelt bestätigt, durch Menschen, die zu mir kommen, weil ich einfach gelernt habe, unser Körper ist ein Spiegel unseres Unterbewusstseins. Das heißt, habe ich Verspannungen im Nacken, in der Schulter, dann habe ich einen Stiernacken. Das heißt, ich bin stur. Deswegen schwillt hier alles an. Es kann aber auch sein, dass wenn man sich so erdrückt fühlt, dass es von einer Last kommt, die man sich auflastet. Eine Verantwortung zum Beispiel oder irgendwas, wo man aber eigentlich gar keine Verantwortung trägt. Oder wenn die Schulter anfängt zu schmerzen, hat man Schuldgefühle. Und so kann man an seinem Körper erkennen, was man gerade denkt oder wo man stecken geblieben ist, in welchen Gedanken, in welchen Themen. Und wenn man die Probleme halt nicht löst oder nicht beachtet, dann ist man halt irgendwann Wrack und kann sich halt gar nicht mehr bewegen und hat nur noch Schmerzen. Aber ich sehe halt im Alltag ganz viele Menschen, die das schon 40 Jahre machen zum Beispiel und die merken gar nicht mehr, dass die verspannt sind. Die haben das schon so lange kompensiert und haben ihre Gefühle so weit unterdrückt, dass, dass die es gar nicht mehr merken. Erst wenn sie dann einmal mit mir anfangen, Sport zu machen oder Yoga, dann merken sie es. Und dann kommen natürlich auch die Gefühle wieder raus, weil jedes Gefühl, das wir unterdrücken und nicht ausleben, staut sich im Körper an. Und das ist diese angestaute Energie. Sprich, wir denken, unsere Gedanken erzeugen Gefühle
Und die Gefühle stauen sich im Körper. Deswegen müssen wir die immer wieder loswerden. Durch fließen lassen, weinen, schreien, was auch immer. Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Und ja, ich kann euch allen nur sehr ans Herz legen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Ich sehe, wie sehr viele Menschen leiden, im Prinzip wir alle, weil es alles sehr sinnlos erscheint. Und man darf sich auch mal erlauben, nichts zu tun. Man darf sich erlauben, schwach zu sein, mal zusammenzubrechen und einfach mal zu jammern wie ein kleines Kind und zusammenzubrechen, zu weinen und wirklich alles rauszulassen. Ansonsten frisst es uns von innen auf und das Universum zwingt uns dazu, durch Krankheiten oder durch Unfälle dann diese Pausen zu nehmen. Weil das ist genau das, was passiert. Nehmen wir uns diese Zeit nicht für diese Gefühle oder was auch immer da kommt, dann zwingt unsere Seele uns dazu, eine Pause zu machen. Und das ist dann halt, wo wir Unfälle haben oder Sonstiges passiert, wo Leute dann sagen Zufälle. Und ich sage, das sind keine Zufälle, das ist alles ein großes Zusammenspiel, wie ein riesiges Uhrwerk. Und ja, nehmt euch meine Worte zu Herzen und erweitert ein bisschen euren Horizont, weil wenn ihr es nicht tut, macht es jemand anderes für euch. Oder eben auch nicht. Okay, bis dahin, macht's gut und viel Spaß euch. Schönes Wochenende.